Good morning, good morning, good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. Friends all over the world. Freunde auf der ganzen Welt. So look at verse 14. Schau dir Vers 14 an. Jesus said, Jesus sagte, so if I am your teacher and Lord, wenn ich also euer Lehrer und Herr bin and have just washed your dirty feet, und euch gerade die schmutzigen Füße gewaschen habe, then you should follow the example that I've set for you, dann solltet ihr dem Beispiel folgen, das ich euch gegeben habe, and wash one another's dirty feet. und euch gegenseitig die schmutzigen Füße waschen. Now look, I've told you that I have on several occasions washed the feet of people. Ich hatte dir erzählt, dass ich bereits bei verschiedenen Gelegenheiten die Füße anderer gewaschen habe And I've had my feet washed. und dass auch meine Füße gewaschen wurden. But having done that, I've always did it when I felt led by the Holy Spirit. Ich habe das aber nur getan, wenn ich mich vom Heiligen Geist dahin geführt fühlte. There are people who've taken this statement of Jesus Es gibt Leute, die diese Aussage Jesu nahmen and have simply made a tradition that every time we come together, we've got to wash each other's feet. und einfach eine Tradition daraus machten, jedes Mal, wenn man zusammenkommt, einander die Füße zu waschen. But I do not believe that's what Jesus was saying. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das gemeint hat. Remember, what culture was Jesus talking to? Denk daran, in welche Kultur Jesus das gesagt hatte. He was speaking to a Jewish culture where this was a very normal thing. Er sprach zu einer jüdischen Kultur, in der das eine normale Sache war. They always traveled by foot and they always had dirty feet. Sie reisten immer zu Fuß und hatten immer schmutzige Füße. And they always had a special slave to wash the feet of the visitors. Und sie hatten immer einen extra Sklaven, der die Füße der Besucher wusch. So I believe in their mindset, Ich glaube also, in ihrer Denkweise much more than Jesus saying to them, hey, wash each other's feet, sagte Jesus nicht nur, hey, wascht einander die Füße, Jesus was saying to them, be the servant of the other. sondern er sagte ihnen, seid der Diener des anderen. Make yourself lower than your brothers. Macht euch geringer als eure Brüder. See, this was a shocking statement. Das war eine schockierende Aussage. It's one thing to love and to serve your brother, Es ist eine Sache, deinen Bruder zu lieben und ihm zu dienen, but it's another thing to make the dirtiest job that a brother would never make. aber es ist eine andere Sache, die schmutzigste Arbeit zu tun, die ein Bruder nie tun würde, That only a slave would make. sondern nur ein Sklave. So when Jesus made that statement, he said, guys, make yourself the slaves of one another. Mit seiner Aussage forderte Jesus sie also auf, sich zum Sklaven der anderen zu machen. I can already hear many people getting upset now. Ich kann schon hören, wie etliche Leute sich nun aufregen. Because unfortunately, the religious system has abused us. Denn leider hat uns das religiöse System missbraucht. Oh, I don't want to be the slave of anybody else. I've already been abused. Oh, ich möchte nicht der Sklave von jemand anderes werden, ich bin schon misshandelt worden. Look, Jesus never said, Schau, Jesus sagte niemals, you should allow other people to make you the slave. dass du anderen erlauben sollst, dich zum Sklaven zu machen, But you should voluntarily make yourself the slaves of others. sondern du sollst dich freiwillig zum Sklaven anderer machen. See, that's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. Because nobody forced Jesus to wash their feet. He voluntarily did that. Denn niemand zwang Jesus, die Füße der Jünger zu waschen. Er tat es freiwillig. And he said, guys, I want you to live like this. Und er sagte, Jungs, ich möchte, dass ihr so lebt. Can you imagine what would be Kannst du dir vorstellen, was wäre, if every Christian in the world would have this attitude? wenn jeder Christ auf der Welt diese Einstellung hätte? Every Christian, every leader, every pastor, every apostle, Jeder Christ, jeder Leiter, jeder Pastor, jeder Apostel, they all would have this attitude, how can I serve my brothers and sisters? wenn sie alle die Haltung hätten, wie kann ich meinen Brüdern und Schwestern dienen? I tell you what, the world would look at the church and say, I want that. Die Welt würde auf die Gemeinde blicken und sagen, das will ich haben. Think about it today. There are so many people within the church that fight for position. Überleg mal, wie viele Leute es heutzutage in der Gemeinde gibt, die um Positionen kämpfen, That fight for being recognized. die dafür kämpfen, anerkannt zu werden, That fight to have a ministry. die dafür kämpfen, einen Dienst zu haben, That fight to stand on the stage and preach. die darum kämpfen, auf der Bühne zu stehen und zu predigen, They fight to have the microphone in their hands and be part of the worship team. die darum kämpfen, ein Mikrofon
Mikrofon in der Hand zu halten und Teil des Lobpreisteams zu sein. What would happen if everybody would come together Was würde passieren, wenn alle zusammenkommen and they would all be fighting so that they can serve one another? und darum kämpfen würden, einander dienen zu können? This is what he tried to bring across to the disciples. Das versuchte er den Jüngern zu vermitteln. He says, now do for each other what I've just done to you. Er sagte, was ich gerade für euch getan habe, das tut nun auch füreinander. Think, this must have been like a smack in their face. Das muss wie ein Schlag ins Gesicht für sie gewesen sein. Because they were fighting who is the greatest. Denn sie hatten darum gestritten, wer der Größte sei. A greatest would never wash the feet of somebody who he considers lower. Der Größte würde niemals die Füße von jemandem waschen, den er als geringer erachtet. Not in their culture. Nicht in ihrer Kultur. Jesus said, I'm the greatest. You do what I've just said, serve you. Jesus sagte, ich bin der Größte, tut, was ich getan habe, nämlich zu dienen. And then look at verse 16. Dann schau dir Vers 16 an. I speak to you this timeless truth. Ich sage euch eine zeitlose Wahrheit. A servant is not superior to his master. Ein Diener ist nicht höher als sein Meister. An apostle is never greater than the one who sent him. Und ein Apostel ist niemals größer als der ihn gesandt hat. So now put into practice what I've done for you. Setzt also in die Tat um, was ich für euch getan habe. And you will experience a life of happiness enriched with untold blessings. Und ihr werdet ein Leben der Freude erfahren, das mit unermesslichem Segen bereichert ist. Do you know, I have adapted in my own life since my late teenage years Ich habe mir in meinem eigenen Leben seit meiner Teenagerzeit angewöhnt, to live a life of a servant. das Leben eines Dieners zu führen. When I go and preach at a big conference, I go as a servant, not as a preacher. Wenn ich auf eine Konferenz gehe, um zu predigen, dann gehe ich als ein Diener und nicht als Prediger. Wherever I go, wherever I am, I have to be a servant. Wo auch immer ich hingehe oder bin, dort muss ich ein Diener sein. Because Jesus said, that way you will have a life of happiness and many blessings. Denn Jesus sagt, dass wir so ein Leben voll Freude und viel Segen haben werden. You know, very few Christians really believe the words of Jesus Sehr wenige Menschen glauben wirklich den Worten Jesu, when he said, it's better to give than to receive. als er sagte, es ist besser zu geben als zu empfangen. Think about this. Denk darüber nach. If Jesus was right when he said that, Wenn Jesus damit recht hatte, then it's better for me to always try to serve other people than try to be served. dann ist es besser für mich, immer zu versuchen, anderen zu dienen, anstatt zu schauen, dass mir gedient wird. To give away what God has given me. Und weiterzugeben, was Gott mir gegeben hat. Why don't you ask Jesus today? Warum sagst du Jesus heute nicht? Say, Jesus, will you show me one person every day that I can truly serve in love? Jesus, würdest du mir bitte jeden Tag eine Person zeigen, der ich wirklich in Liebe dienen kann? And then go out and be a servant. Und dann geh und sei ein Diener. You know, this is one of the core values of the School of the Prophetic and Supernatural. Das ist einer der Grundwerte der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. To serve. Zu dienen. Because Jesus has not only told us to do that, Denn Jesus hat uns nicht nur aufgetragen, das zu tun, he modeled it to us. er hat es uns auch vorgelebt. To go and serve. Zu gehen und zu dienen. See you tomorrow. Bis morgen!